3D-Drucker sind schon faszinierende Maschinen. Schicht für Schicht entstehen aus dem Nichts komplexe Formen. Selbst im Inneren lassen sich Strukturen erzeugen, welche die Stabilität erhöhen oder sogar neue Funktionen übernehmen. Und 3D-Drucker sind längst keine Spielerei mehr, ob es um Ersatzteile oder individuelle Bauteile geht, um verkürzte Entwicklungszeiten für Prototypen oder Spezialanwendungen für Luft- und Raumfahrt. 3D-Druck ist mittlerweile unverzichtbar. Heute geht es speziell um FDM-Druck, das grundlegende Verfahren im 3D-Druck. In den nächsten Minuten zeige ich dir, wie ein FDM-Drucker funktioniert und wie aus einem digitalen Modell ein reelles Bauteil entsteht. Hi, ich bin Chris, Maschinenbauingenieur, technikbegeistert und ich liebe 3D-Animationen. Hier auf 3D Insight helfe ich dir, komplexe Technik so zu verstehen, dass sie wirklich klar wird. Heute zeige ich dir, wie ein FDM-Drucker funktioniert, und zwar aus einer Perspektive, die du so wahrscheinlich noch nicht gesehen hast. Also, lass uns direkt anfangen. 3D-Druck gehört zu den additiven Fertigungsverfahren, sprich, es wird Material aufgetragen. Heute geht es speziell um FDM-Druck. Das ist ein 3D-Druckverfahren, bei dem geschmolzenes Kunststofffilament Schicht für Schicht aufgetragen wird, um ein Bauteil aufzubauen. Los geht's mit dem Filament. Das ist auf eine Spule aufgewickelt und wird über einen Schlauch zum Extrusionssystem geführt und vom Extruder eingezogen. Als erstes läuft es durch den FDU-Sensor. Der prüft, ob das Filament überhaupt vorhanden ist. Allerdings hat nicht jeder Drucker einen solchen Sensor. Dann kommt das Filament zum Extruder. Ein Andrucklager drückt das Filament gegen das Vorschubrad, welches von einem Motor gedreht wird und so das Filament einzieht. Über eine Feder kann der Anpressdruck eingestellt werden. Im Druckkopf passiert dann die eigentliche Magie. Das Filament läuft durch die sogenannte Heatbreak. Das ist ein kleines Metallröhrchen, welches den kalten vom heißen Bereich trennt und so verhindert, dass das Filament zu früh schmilzt. Für eine bessere Wärmeabgabe ist es in einen Kühlkörper verbaut und wird von einem Lüfter mit kalter Luft umströmt. Danach geht's in den Heizblock. Je nach Material hat der eine Temperatur zwischen 180 und 260 Grad. Am Ende wird das flüssige Filament durch eine Düse gedrückt. Die hat standardmäßig eine Öffnung von 0,4 mm. Manche Drucker haben sogar ein LiDAR-System verbaut. Das misst permanent den Abstand zum Heizbett und kontrolliert auch die erste Schicht. Die erste Schicht ist die kritischste. Sie muss perfekt am Druckbett haften. Beim Austritt verschmilzt dann der heiße Kunststoff mit der Schicht darunter, sodass die Schichten aneinander haften. Das passiert durch Diffusion. Moleküle wandern über die Grenzfläche hinweg und verbinden sich. Die Schichtdicke liegt je nach Druckeinstellung zwischen 0,1 und 0,3 mm. Wenn dir das Video gefällt, findest du hier regelmäßig weitere technische Erklärungen in 3D. Die Temperatur im Heizblock muss genau passen. Sie liegt zum Beispiel bei PLA zwischen 200 und 210 Grad. Ist es zu heiß, verzieht sich das Teil. Ist es zu kalt, haftet es schlecht. Sobald das Filament aus der Düse austritt, wird es von einem Lüfter auf eine konstante Temperatur gekühlt. So bleibt die Bahn stabil und haftet besser. Die Haftung ist übrigens auch die größte Schwachstelle beim FDM-Druck. Bauteile reißen am leichtesten quer zu den Layern. Deshalb sollte man schon beim Konstruieren auf die Ausrichtung der Layer und die Belastungsrichtung achten. Das Druckbett ist das Fundament. Die meisten sind beheizt, damit die erste Schicht besser haftet. Das sogenannte Leveling ist hier entscheidend, sprich, ist das Druckbett im 90-Grad-Winkel zur Düse ausgerichtet. Manuell braucht man etwas Erfahrung und Zeit zum Einstellen. Automatische Systeme vermessen die Oberfläche vor jedem Druck. Sie können Abweichungen sogar während des Druckens ausgleichen. Für die Bewegung sorgen Riemen, Spindeln, Linearlager und Schrittmotoren. Diese erreichen durch Microstepping über 3000 Schritte pro Umdrehung, also Bewegungen im Bereich von Mikrometern. Ein stabiler Rahmen reduziert Vibrationen und ein Gehäuse sorgt dafür, dass die Temperaturen im Inneren konstant bleiben. Gesteuert wird das Ganze von der Hauptplatine. Sie berechnet in Echtzeit jede Bewegung der Düse und hält über PID-Regler die Temperatur für Heizbett und Druckkopf stabil. In modernen Druckern übernehmen Sensoren oder eine Motorstrommessung die Endschalter.
und ermitteln somit den Referenzpunkt der Achsen. Dazu fährt der Drucker gegen den Rahmen und sobald der Motorstrom ansteigt, weiß der Drucker, hier ist mein Referenzpunkt. Am Anfang steht dein CAD-Modell, das du als STL-Datei exportierst. Mit dem Slicer wird das Modell dann in hunderte Schichten zerlegt. Hier kannst du auch Layerhöhe, Geschwindigkeit, Stützstrukturen und das Infill festlegen. Das Infill ist mehr als nur eine Füllung. Das Muster und der Füllgrad bestimmen die Stabilität und den Materialverbrauch. Er bestimmt auch maßgeblich die Dauer eines Drucks. Die für den Druck benötigten Pfade der Düse werden in exakte Bewegungen umgerechnet und als sogenannter G-Code gespeichert. Ein Druckauftrag kann Zehntausende solcher Befehle umfassen. Zum Beispiel heißt diese Zeile: Fahre linear zu der Position XY und extrudiere 0,01 Kubikmillimeter Filament. Der Drucker arbeitet dann Schicht für Schicht den G-Code ab. Der Druckvorgang kann mehrere Stunden dauern. Aber die Maßhaltigkeit ist nicht immer perfekt. Gerade Bohrungen und Passungen können leicht abweichen. Da hilft nur ausprobieren, anpassen und Erfahrung sammeln. Das Filament ist ein dünner Kunststoffstrang. Es wird erhitzt und dann Schicht für Schicht aufgetragen. Filamente gibt es in vielen Farben und Materialien. Die wohl beliebtesten sind PLA und ABS. PLA ist einfach zu drucken und sehr maßhaltig, wird aber ab ca. 60 Grad weich und ist nicht UV-beständig. ABS hingegen ist fester und hält bis rund 90 Grad. Es neigt allerdings zum sogenannten Warping, also zum Verziehen beim Drucken, was sich durch das Abheben der unteren Schichten äußert. In der Industrie ist 3D-Druck längst etabliert. Man kann Bauteile mit internen Kanälen fertigen, die konventionell nicht oder nur sehr schwer herstellbar wären. Prototypen können schon nach Stunden getestet werden, anstatt wochenlang auf Fertigungsteile warten zu müssen. Vorrichtungen und Hilfsmittel können schnell und günstig hergestellt und angepasst werden. Auch Kleinserien, bei denen Spritzguss zu teuer wäre, lassen sich so wirtschaftlich herstellen. Aber auch zu Hause ist 3D-Druck angekommen. So kann man selber Ersatzteile zum Beispiel für den Haushalt herstellen, für die es online in vielen Fällen sogar schon Modelle gibt. Oder auch kleine Gehäuse für Arduino-Projekte oder andere kreative Ideen. Alles lässt sich einfach realisieren. So verbindet 3D-Druck Hightech mit Hobby. Neben FDM gibt es natürlich auch noch andere Verfahren, etwa SLA mit flüssigem Harz oder SLS mit Pulver. Die bringen andere Eigenschaften und höhere Genauigkeiten mit. Aber FDM bleibt der einfachste und günstigste Einstieg in die Welt des 3D-Drucks. Jetzt kennst du den Aufbau und die Funktionsweise. Wenn du regelmäßig technische Erklärungen in 3D sehen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Weitere Videos findest du im Endscreen.